Guten Morgen, Herr Brinkmann. Na, so früh schon ein Lied auf den Lippen? Gut, wie dem auch sei. Wenn ich mich also vorstellen darf, mein Name ist Karl-Heinz Dingbrech und mir wurde Ihre Vernehmung zugeteilt. Haben Sie das verstanden? Herr Brinkmann, bitte. Ja, habe ich verstanden. Oh ne, wir sind auch noch aus. Sag ruhig Bolo. Vielen Dank für das Angebot, Herr Brinkmann, aber ich glaube, so gut kennen wir uns noch nicht. Du, alles eine Frage der Zeit. Und davon haben wir zwei jetzt ja genug. Oder erwartet dich Frauchen pünktlich zum Abendessen? Nun, nicht, dass es Sie etwas angehen würde, Herr Brinkmann, aber wenn es dem Gesprächsfluss dient, nein, ich werde heute Abend nicht erwartet. Also, das sind ja schon mal zwei, ne? Mit dem Unterschied, dass mir nicht vorgeworfen wird, ich wäre schuld an dieser Situation. Können wir dann anfangen? Natürlich. Was willst du wissen? Wie ich den Lindenberg getroffen habe? Oder... Ja, das ist eine gute Geschichte für dich. Also, pass auf. Ich war da so in dieser ranzigen Hafenkneipe gesessen, ja? Spät nachts. Herr Brinkmann, Nein, im Ernst. Kein Flachs. Die Geschichte ist wirklich wichtig für dich, ja? Also auch hier wegen, okay? Pass auf. Also, ich war da so in dieser Spelunke gesessen, ja? Schummriges Licht, es roch nach Rauch und Pisse am Tresen. Herr Brinkmann, ich wüsste jetzt nicht, wie Ihre Trinkeskapaden relevant wären für Heinz. Schau mich an. Ich mein's ernst. Glaub mir. Die ist wichtig für dich. Hör mir einfach zu, okay? Glaub mir, am Ende löst sich das alles auf. Genau. Ich war also so über einen Tresen, so über meinem Glas gehangen, so halb. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob da jetzt Bier drin war oder Kotze, keine Ahnung. Ich war so rotzevoll. Ich war so voll, meine eigenen Mädels hätten mich gegen Geld nicht mehr mit dem Stock angefasst. Moment, Ihre Mädels? Sprechen Sie jetzt von den Opfern? Nun, da bringt mich doch nicht andauern. Meine Fresse. So, also, ich war halt so gehangen. Ja, so plötzlich mit einmal stand da so eine Frau in der Tür. So. Und jetzt mal unter uns, das war auch, die sah auch nicht mehr so frisch aus, war auch nicht mehr die frischeste so, aber ey, war es auch nicht so, dass ich irgendwie es drauf angelegt hätte, da irgendwen wegzuflaxen an dem Abend. So, jedenfalls, sie auf mich zugekommen, wahrscheinlich genauso betrunken wie ich, hat aber mindestens genauso schön gerochen. So, aber du, am Ende des Tages, Loch ist Loch. Ja? Also handelte es sich bei der Frau um keine ihrer Angestellten. Ja, sie ist komplett losgelöst von der ganzen Sache. Natürlich nicht. Digga, meine Frauen, ja, die haben Klasse. Oder zumindest bekommen sie welche, wenn ich mit denen fertig bin. So, das war halt einfach so eine besoffene Dern, die so kurz vor Feierabend nochmal schön den Rollmops einlegen wollte. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob ich die Implikation verstehen möchte, auf die Sie hinaus wollen. Mensch, Heinzi, auf die Olle natürlich. Auf die Olle wollte ich rauf. Oh, Junge,
Also wirklich, ich glaube, du brauchst auch mal wieder einen Ausgang, ne? Pass auf. Wenn ich hier wieder raus bin, dann kommst du einfach mal rum, ja, meine Mädels kümmern sich um dich. Erster Stich geht aufs Haus. Falls. Soweit? Falls sie wieder hier rauskommen, Herr Brinkmann. Ja, willst du jetzt hören, was ich zu erzähhlen habe oder nicht? Wenn es uns der Auflösung der ganzen Sache näher bringt, bitte, erzählen Sie. Ja, dachte ich mir. Also, Sie auf mich zu, wir zwei so plötzlich auf dem Klo. Kleben aneinander. Also, nicht nur, weil alles klebt, sondern, weiß Bescheid. So. Ihr Höschen, Halbmast, mein Ramsporn vorne so richtig schön auf Volldampf, ne, so. Herr Brinkmann, ich glaube nicht, dass es jetzt hier so explizit werden muss. Doch, doch, das ist wichtig für die Geschichte. Also, jedenfalls, Höschen unten, bei mir auch, Hose so um die Knie. Und wenn ich da halt auch so drüber nachdenke, ne, was das für ein Mock war in dem Laden. Also, keine Ahnung, ob das Klo einfach war, weil es so ranzig war, oder ob das so von ihr so hochgezogen kam, weißt du? So ganz, ich sag mal, würziges Aroma in der Luft. So in die Nase so rein. Naja, egal. Ich sie also jedenfalls vor mir gespannt wie so eine, weißt du, wie so eine Galionsfigur von so einem alten Dreimaster. Verstehst du? Ja? Und da ist es halt so, also in dieser Zeit ist es halt passiert. Also da ist mir das aufgefallen. Was? Dass ich deine Mutter gefickt habe, Karl-Heinz. Das ist mir aufgefallen. Ja? Das hier ist die Geschichte davon, wie ich deine Mutter weggeballert habe. Ich hoffe, wir verstehen uns jetzt, Herr Degenbrech. Ich kontrolliere dieses kleine Spielchen hier. Verstanden? Das heißt also, sei du lieber nett zu mir. Denn ansonsten werden wir hier noch sehr lange sitzen. Und dein kleines Spielzeug hier, das wird leider nur Stille aufnehmen. Klar soweit? Okay. Bodo, ja? Pass auf. Ich weiß, dass du nicht hier bist, um deine Zeit mit irgend so einem, ja, kleinen Beamten wie mir zu verplempern. Das weiß ich. Ist okay. Ich denke aber auch, dass wir beide wissen, dass die Öffentlichkeit in dir nichts anderes sieht, als einfach nur irgend so einen geisteskranken Luden, der 4 seiner eigenen Nutten abgeschlachtet hat. Du kannst jetzt also Folgendes tun. Ja? Du kannst weiter hier rumwichsen, in dem Wissen, dass du von niemandem mehr jemals wieder auf irgendeine Art und Weise ernst genommen wirst. Oder du kannst das letzte bisschen Kontrolle, das dir in deinem Leben geblieben ist, nutzen und anfangen zu reden. Ja? Über das, was du weißt, was du nicht weißt, was du getan oder was du nicht getan hast. Das ist deine Entscheidung. Herr Brinkmann,